Mal ganz ehrlich, ich habe mich neulich echt gefragt, was die Leute eigentlich so denken, wenn die mich beobachten. Ich stehe da bei diesem Schrotthändler auf dem Hof und da ist so ein Kerl, so ein richtiger Kerl, ölige Finger, Blaumann, und ich hänge da bis zu den Ellenbogen in seinem Container voll Metalldrehspäne. Und der Typ kommt dann irgendwann zu mir rüber, bleibt kopfschüttelnd stehen und fragt mich nur: Sag mal, Kollege, was willst du eigentlich mit dem ganzen Müll? Brauchst du das für den Garten oder was? Naja, da habe ich ihn nur angeschaut und dann in diesen Eimer hier mit dem Metallschrott geschaut und mir so nebenbei gedacht: Hey Kumpel, wenn du wüsstest, das hier ist für mich gerade pures Gold. Aber erklär das mal einem Schrotthändler. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte nie gedacht, dass es so verdammt schwer ist, an dieses Zeug überhaupt noch ranzukommen. Manche Händler hüten ihre Späne heute wie einen Staatsschatz. Aber wir brauchen das. Wir haben im letzten Video über Mineralien gesprochen, über das Herzstück. Aber heute bauen wir den Körper drumherum. Heute geht's an die Metalle. Welches Metall ballert wie? Warum ist Metallpulver die Krönung, aber gleichzeitig ein Biest im Gießen? Und wir klären die Frage, die die ganze Szene weltweit spaltet: Schichten oder doch mischen? Nach diesem Video versteht ihr das Prinzip so tief, dass ihr keine Bauanleitung mehr lesen müsst. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Greenhorns Gartenwelt. Ich bin Greenhorn, der Mann, der mit den Wolken spricht und der sich heute mal anschaut, was in so einem Orgoniden eigentlich wirklich steckt. Wir kratzen heute nicht nur ein bisschen an der Oberfläche, sondern wir gehen direkt rein in das, was die Orgonauten den Block nennen. Ich will wissen, was unter der Haube in diesem massiven Teil wirklich passiert und wie wir diesen Motor zum Laufen kriegen, ohne uns im Theorie-Dschungel zu verlaufen. Na, und mein Motto kennt ihr: Erstmal raffen, wie es geht, und dann erst bauen. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Tropfen Harz vergossen. Tja, und warum? Na, weil ich keine Lust habe, teuren Schrott zu produzieren. Ich will, dass wir das hier Schritt für Schritt gemeinsam durchziehen. In diesem Video geht es speziell um Metall. Wir klären das Verhältnis zum Harz, die verschiedenen Wirkungsweisen und wie man das Zeug im Eimer dann auch wirklich verteilt. Ich habe für dieses Video weltweit recherchiert, von den alten Pionieren aus den USA bis hin zu den neuesten Ansätzen hier in Europa. Und ich habe mir Rat geholt, wo ich nur konnte. Ich habe stundenlang mit Mr. X von Auf zur Wahrheit diskutiert. Der Mann baut seit 17 Jahren und seine Sicht auf das Thema Schichtung stellt wirklich alles in Frage, was man sonst so liest. Und dann habe ich auch noch beim Freien Radikal reingeschaut. Na, und der Typ ist wieder völlig anders drauf, sehr spirituell, also ganz andere Ansätze hat er. Und wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Das hier ist absolut keine reine Männerdomäne. Ich habe mit einigen Orgonit-Expertinnen gesprochen, die eine ganz andere, viel sensiblere Antenne für die Energie haben. Nehmen wir zum Beispiel Sailor Moon. Sie ist eine extrem aktive Himmelsreinigerin und hat über Jahre hinweg wahnsinnig gute Erfahrungen gesammelt, wie man zum Beispiel die Energie da oben wirklich bewegt. Und ich bin auch extrem dankbar, dass mir Stehauf-Frauchen so unter die Arme gegriffen hat. Sie hat mir für meine Studien sogar etliche Orgonite und meinen allerersten Campbuster geliehen, damit ich die Dinger mal echt anfassen und auch untersuchen kann. Ja, diese Frauen fühlen die Intention und die Ausstrahlung von so einem Block oft viel feiner, als wir es mit unseren Messgeräten können. Diese Mischung aus technischem Know-how, Praxiserfahrung zum Anfassen und diesem tiefen Gespür der Frauen, das ist es, was die Szene so spannend macht. Und nun kurz zum Verständnis, warum überhaupt Metall? Tja, Orgonit ist sozusagen ein Mix aus organischem, also Harz, und anorganischem, also Metall. Das Harz zieht Energie an und das Metall stößt es wieder ab. Und da drin entsteht dann eine permanente Spannung, ein sogenannter energetischer Wirbelsturm. Na, ich habe bei meiner Recherche was Spannendes gefunden. International spricht man oft von der Oberflächenspannung. Energie ist wie Wasser. Wenn Wasser steht, wird es brakig. In der Szene nennen die das Dor. Und unser Campbuster soll diese Energie
ansaugen, einmal kräftig durchschütteln und reformiert geordnet wieder abgeben. Aber damit dieser Staubsauger zieht, brauchen wir die richtigen Metalle an der richtigen Stelle. Es geht nicht um Deko, es geht um Reibungsflächen. Je mehr Oberfläche das Metall hat, desto mehr Arbeit verrichtet der Orgonit. Pro Sekunde natürlich. Deshalb sind Drehspäne so viel mächtiger als einfache Metallkügelchen. Tja, und wenn wir uns jetzt mal diese ganze Materialkunde anschauen, dann merkst du schnell, das ist fast wie beim Kochen. Jedes Metall bringt seinen eigenen Geschmack mit in den Block. Wenn man weltweit über den Tellerrand schaut, kristallisiert sich da eine richtige Hierarchie der Wirkungsweisen heraus. Aber halten wir mal kurz die Luft an. Bevor wir uns im Detail verlieren, müssen wir über das Fundament sprechen. Über Eisen und Stahl. In der Fachsprache nennen wir das ferromagnetisch. Das ist für mich der schwere Güterzug, der das ganze Feld erstmal richtig erdet, stabilisiert. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt für euch da draußen. Wenn ihr gerade eure ersten Towerbuster baut oder euch an einen Campbuster wagt oder ihr habt einfach nicht 5 verschiedene Metallsorten zur Hand, keine Panik. Es funktioniert auch tatsächlich rein nur mit Metall, also mit Eisen. Wenn ihr nur Eisenspäne habt und dann baut ihr trotzdem einen funktionierenden Orgoniten. Das Eisen ist die Basis, das sogenannte Urgestein der Orgonauten. Alles andere, ob du jetzt Kupfer, Messing oder Titan dazu mischst, das sind im Grunde Weiterentwicklungen und energetische Verfeinerungen. Es ist wie beim Auto. Der Motor läuft auch mit Standardsprit. Aber mit Super Plus holst du halt noch das letzte Quäntchen Leistung raus. Aber das Wichtigste ist, er läuft. Wenn ihr euch aber entscheidet, tiefer ins Tuning zu gehen, dann müsst ihr wissen, Edelstahl ist eine ganz andere Hausnummer. Das Zeug ballert extrem krass und direkt. Wenn du einen reinen Edelstahler baust, ist das super, um den Himmel frei zu putzen. Aber im Wohnzimmer, da ist das Teil vielleicht eine Nummer zu intensiv. Da kommst du nachts nicht mehr zur Ruhe. Dann haben wir noch das Aluminium. Das gehört zur Gruppe der paramagnetischen Metalle. Wenn du also rüber in die USA schaust, da nutzen die fast nichts anderes. Alu ist extrem reaktionsfreudig, wahnsinnig schnell und bringt erstmal ordentlich Speed in die Kiste. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich persönlich habe mit Aluminium so meine Bauchschmerzen und da bin ich nicht allein. Wenn man mal tiefer gräbt, gerade auch im Bereich der Elektrokultur, dann geht Aluminium oft als totes Material durch. Es kommt in der Natur fast nie in reiner Form vor, sondern immer nur in Verbindungen. In der Elektrokultur sagt man, es hat keine echte Polarisierung, also kein Plus und kein Minus. Es ist sozusagen energetisch gesehen irgendwie neutral oder sogar starr. Für mich fühlt sich das im Block nicht ganz richtig an. Ein Orgonit soll ja leben, er soll schwingen. Und wenn ich da ein Material drin habe, das keine eigene Polarität mitbringt, stellt sich die Frage, hilft das dem Feld wirklich oder bremst es die Natürlichkeit der Orgoniten sogar aus? Viele Orgonauten teilen diese Skepsis und verzichten bewusst auf Aluminium, um den Block naturnah zu halten. Naja, und dann ist noch die rein technische Seite zu betrachten, wo ihr echt aufpassen müsst. Die berüchtigte Kupfer-Aluminium-Falle. Tja, in der Metallurgie nennt man das Ganze galvanische Korrosion. Im trockenen Harz passiert da erstmal, nicht wirklich viel. Aber Orgonite arbeiten, sie atmen. Sobald Feuchtigkeit oder Kondenswasser durch winzige Mikrorisse ihren Weg ins Innere finden, fangen diese beiden Metalle an, sich gegenseitig zu bekriegen. Tja, das Harz wird spröde, der Block kriegt Risse und kann euch im schlimmsten Fall einfach aufplatzen. Allein deshalb ist es schon eine Überlegung wert, ob man das Risiko mit dem Aluminium überhaupt eingehen will oder ob man lieber bei den lebendigen Klassikern bleibt. Tja, und wo wir gerade bei Kupfer und Messing sind, das sind die sogenannten diamagnetischen Vertreter unserer Sprinter. Kupfer ist hochleitfähig und gibt der Energie im Block die Richtung vor. Messing dagegen ist eine Legierung, wie ein energetisches Gewürz sozusagen, das das Feld vollmundig und rund machen könnte. Aber es gibt noch mehr in der Trickkiste. Viele schwören auf Bronze.
Denn Bronze ist wieder der gemütliche, weiße Opa unter den Metallen. Es wirkt viel weicher und harmonischer als aggressive Edelstahle und wirkt ganz tief und bringt eine wohlige Stimmung in den Garten. Und für die absoluten High-End-Bauer gibt es noch Titan. Das ist der Hochfrequenz-Spezialist. Titan ist extrem leicht, aber energetisch ein absoluter Katalysator, der das ganze Feld auf ein ganz anderes Level hebt. Ja, man kann also sagen, egal ob in den USA, in Frankreich oder hier bei uns, am Ende nutzen fast alle eine Mischung aus diesen gemeinsamen Charakterien. Es scheint fast so einen weltweiten Konsens der Erfahrung zu geben. Man nimmt das Eisen für die Kraft, das Alu für den Speed und das Kupfer zum Beispiel für die Leitung. Es ist wie ein Orchester. Erst wenn alle zusammen spielen, fängt der Block an, richtig zu singen. Und jetzt kommen wir zum Profiwissen. Metallpulver. Wir wissen, Oberfläche ist alles. Pulver ist die Endstufe der Oberflächenvergrößerung. Das Feld wird dadurch brutal dicht und fein. Aber bevor ihr jetzt alles einfach zusammenrührt, gibt es noch eine wichtige strategische Komponente beim Aufbau des Blocks. Tja, und hier kommt eine goldene Regel ins Spiel, die mir Valentin ans Herz gelegt hat. Valentin ist selbst ein erfahrener Orgonaut direkt aus der Szene, mit dem ich lange Gespräche über den perfekten Aufbau geführt habe. Seine Regel lautet, das Schwere gehört nach unten. Wenn ihr schichtet, folgt der Logik der Natur. Unten das schwere, ferromagnetische Eisen als Anker und Kraftzentrum. In die Mitte kommen die schnellen Metalle. Ganz oben Richtung Rohre setzen wir die diamagnetischen Sprinter wie Kupfer zum Beispiel. So baut ihr eine energetische Rampe, die die Energie förmlich von der Basis nach oben schießt. Und wer dann noch eine Schippe drauflegen will, na der nutzt Metallpulver für eine extrem dichte Matrix. Aber, und das ist der Gegenhaken, Pulver macht die Oberfläche zwar gigantisch, aber es kippt dir auch extrem schnell die Machbarkeit in der Verarbeitung. Naja, weil wenn du zu viel nimmst, baust du dir keinen Präzisionsblock mehr, sondern einen zähen Metallbrei. Das Harz fließt nicht mehr sauber um die Kristalle und du riskierst Hohlräume und schlechte Benetzung. Außerdem leitet Pulver die Hitze beim Ausleiten viel schneller. Wenn du da nämlich nicht aufpasst, kocht dir der Eimer schneller hoch, als du gucken kannst. Naja, und wenn ihr schon bei der absoluten Oberklasse seid, na, ihr könnt sogar Silber und Gold mit einbauen. Tja, tatsächlich. Damit das Ganze aber nicht unbezahlbar wird, gibt es dafür einen super Trick. Blattgold oder auch Blattsilber. Gold ist das edelste und eines der leitfähigsten Metalle überhaupt. Wenn ihr das als allerletzte Schicht oben drauf setzt, schließt ihr den Block energetisch mit dem hochwertigsten Impuls ab. Und der Clou dabei, wenn ihr das Blattgold ganz oben als Abschluss nimmt und dann vielleicht noch ein paar schicke Mineralsteine zur Verzierung legt, na, dann wird der Orgonit auch optisch ein absoluter Hingucker. Es glänzt, es wirkt edel und es unterstreicht den Wert eurer Arbeit. Tja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, bei dem in der Szene die Gemüter so richtig hochkochen. Es ist die Mutter aller Fragen. Wird ein Orgonit, ein Chembuster, geschichtet oder wird einfach nur alles bunt reingemischt? Das ist fast wie die Frage nach dem richtigen Motoröl. Jeder hat da seine eigene felsenfeste Überzeugung. Auf der einen Seite haben wir die Fraktion der Schichter. Es ist eine riesige Gruppe, wo viele der bekanntesten Chembuster-Bauer weltweit arbeiten. Und das hat nicht nur ästhetische Gründe, weil so ein geschichteter Block in der Vitrine natürlich fantastisch aussieht. Das hat einen ganz praktischen Kern. Wenn du ein massives Kraftwerk baust, kannst du das Harz oft nicht in einem einzigen Block gießen, ohne dass es zu heiß wird und reißt. Man gießt also zwangsläufig in Etappen. Und diese Fraktion beruft sich oft auf die Tradition von Wilhelm Reich und seinen Akkumulator. Sie bauen den Block Schicht für Schicht als energetische Resonanz so auf, und der Erfolg gibt ihnen recht. Diese Geräte funktionieren seit Jahrzehnten tadellos. Und dann haben wir noch die Fraktion rund um Mr. X von Auf zur Wahrheit. Mit seinen 17 Jahren Erfahrung ist er ein klarer Verfechter
des energetischen Eintopfs. Sein Argument lautet, wir bauen doch keinen statischen Akkumulator wie bei Wilhelm Reich, sondern einen dynamischen Wandler. Er will die perfekte 50:50 Mischung aus organischen Harz und anorganischen Metallen in jeden Zentimeter sehen. Und seine Argumentationen sind stark. Für ihn ist die homogene Verteilung der Schlüssel, damit die Energie ohne Stufen fließen kann. Vielleicht meinen beide Seiten am Ende sogar das Gleiche und nutzen nur eine andere Sprache für den Weg zum Ziel. Beide Ansätze haben ihre absolute Berechtigung und beide liefern Ergebnisse, die man spüren kann. Tja, welche Art des Bauens für einen Campmaster nun die bessere Variante ist und welche Art auch dadurch besser wirkt, nun das müsste man wirklich testen. Und mein persönlicher Traum wäre es ja, diese beiden Welten mal an einen Tisch zu bringen. Stellt euch das mal vor. Ein Live-Interview mit Mr. X auf der einen Seite und einem ebenso erfahrenen Meister der Schichtung auf der anderen. Tja, sozusagen ein fachliches Streitgespräch auf Augenhöhe, um mal wirklich zu dem Kern der Sache vorzudringen. Soweit ist es zwar noch nicht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt, oder? Bis dahin gilt natürlich, ob ihr nun Typ Lasagne oder Typ Eintopf seid, wichtig ist die Intention und die Qualität der Materialien, die ihr in euren Kraftwerksblock überhaupt reinsteckt. Na und jetzt müssen wir mal kurz über die Hitze beim Gießen vom Harz reden. Das ist kein Voodoo, das ist reine Chemie. Die Datenblätter der Gießharze sind da glasklar definiert. Die Umgebungstemperatur und Gießhöhe beeinflussen die Exothermie massiv. Na und hier, dazu habe ich einen kleinen technischen Merksatz für euch. Weil bei manchen Harzen halbiert sich die zulässige Gießhöhe, nur weil der Raum ein paar Grad wärmer ist. Ja, tatsächlich. Wenn zum Beispiel im Datenblatt steht 20 Grad Celsius, darf man noch 10 cm gießen, dann sind es vielleicht bei 25 Grad Celsius nur noch 3 cm. Deshalb ist mein Rat, am besten morgens gießen, wenn es noch etwas kühler ist. Und das ist technisch auch absolut fundiert. Wenn also das Harz zu schnell kocht, dann bekommst du nämlich Risse. Wenn es aber kontrolliert heiß wird, zieht es sich beim Abkühlen brutal zusammen. Und das ist wie enge Jeans für den Kristall. Das zündet den piezoelektrischen Effekt. Aber Vorsicht, wer in der Mittagssonne gießt, produziert meistens nur dampfenden Plastikschrott. Und hier ist noch etwas Wichtiges. Ein Orgonit braucht Substanz. Für einen Sechsrohrer zum Beispiel, wenn ihr einen Sechsrohrer bauen wollt, dann solltet ihr schon ungefähr 12,5 Liter Behälter oder Eimer als Sockelmasse einplanen. Die Verdrängung der Rohre müsst ihr nämlich mit einrechnen. Aber ihr könnt grundsätzlich entspannt sein. Euer erstes Stück, was ihr gießt, wird vielleicht nicht perfekt aussehen, aber genau an diesen Fehlern lernt ihr das Gefühl für die Sättigung im Ganzen. Man muss den Kopfverstand auch mal ausschalten können. Wenn du verstanden hast, dass Edelstahl der Güterzug ist und Pulver das Radar, dann fängst du an, intuitiv zu bauen. Du fühlst, ob der Eintopf noch eine Prise Messing braucht oder ob die Konsistenz jetzt genau stimmt. So Leute, wir haben heute die weltweite Metallmatrix geklärt, die historischen Ursprünge der Beschichtung beleuchtet und die technischen Grenzen von Pulver und Hitze besprochen. Ihr seht, aus dem Müll vom Schrotthändler wird eine Hochleistungsmaschine, aber nur, wenn wir jetzt das Warum kennen. Ja, ich weiß, viele von euch schreien nach einer schnellen Bauanleitung. Das lese ich immer wieder in meinen Kommentaren. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr meine Videos aufmerksam verfolgt, dann habt ihr die Anleitung eigentlich schon längst zusammen. Schaut euch das Video an, in dem ich erkläre, wie ein Campmaster oder Orgonit überhaupt funktioniert und wie er angewendet wird. Schaut euch das Video über die Mineralien an, wo ich die verschiedenen Steinarten und ihre Wirkung erkläre. Und natürlich das Video über den Bergkristall und den Piezo-Effekt. Tja, und heute haben wir das Puzzleteil der Metalle hinzugefügt. Wer all diese Videos gesehen hat, fängt langsam an zu begreifen, worum es hier wirklich geht. Ich knalle nicht einfach eine Bauanleitung raus, weil man es erst verstehen muss, bevor man baut. Und natürlich auch, bevor man kauft. Denn ihr könnt mir eins glauben, es gibt da draußen genug Leute, die mit Unwissenheit schnelles Geld verdienen wollen. Aber
Erst wenn du weißt, warum man durch einen Orgonitblock zum Beispiel nicht durchschauen darf oder wie die Steine gereinigt und geladen werden, bist du bereit für dein eigenes Projekt. Tja, und genau deswegen gehe ich diesen Weg, Step by Step. Das Einzige, was uns jetzt noch komplett fürs Verständnis fehlt, ist das Thema Harz. Welche Arten gibt es? Epoxid oder Polyester, was sollte man nehmen? Worauf sollte man achten? Das behandeln wir in einer der nächsten Videos. Ich weiß es noch nicht genau wann, aber es kommt. Und dann möchte ich auch mal einen Profi beim Gießen über die Schulter schauen. Wer dann alle meine Videos kennt, der braucht dann keine Anleitung mehr. Der versteht dann einfach, wieso ein Ding grundsätzlich gebaut wird. Aber jetzt seid ihr dran. Schichten oder mischen? Was ist eure Meinung? Ist Schichten nur Deko für die Vitrine oder energetische Pflicht? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich will da eure Erfahrungen hören. Und wenn euch das Video weitergebracht hat, haut auf den Like-Button, teilt das Ding in euren Gruppen und abonniert den Kanal. Lasst uns das Thema mal so richtig hypen, damit wir den Himmel wieder sauber kriegen. Ich bin Greenhorn, der Mann, der mit den Wolken spricht. Erstmal raffen, dann bauen und dann gucken wir mal zusammen, was wirklich passiert. Und jetzt muss ich sehen, wie ich den Metallstaub aus der Hose kriege. Das Zeug klebt schlimmer als Glitzer. Also wir sehen uns in meiner Gartenwelt. Macht's gut, euer Greenhorn.